Weiter geht es in meiner Reihe 24 Boxen für Adventskalender. Heute die 10. Anleitung und da habe ich für dich diese simple Dreiecksbox. Wie einfach die gebastelt ist, die ist wirklich einfach, das zeige ich dir gleich. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Es geht weiter in meiner Reihe 24 Boxen für Adventskalender, die du ganz locker nachbasteln kannst aus einem Paket Designerpapier in 12×12 Inch und einigen passenden Farbkartonblättern. Ja, was haben wir heute vor? Diese simple Dreiecksbox. Die erste Box, die ich dir gezeigt habe, die hat ja auch schon so ein bisschen was Dreieckiges an sich. Das war der Surkreme-Container. Aber heute diese Box und die ist noch dreimal einfacher als diese. Die wollte ich auch noch mal so ins Bild zeigen. Das ist meine doppelte Facettenbox. Da werde ich demnächst ein Video zeigen, ähnlich mit anderem Material, denn das ergibt eine wunderbare kleine Tischlaterne. Aber nicht verquatschen, es geht weiter mit einer Box. Nummer 10, die simple Dreiecksbox. Wie geht die? So geht die. Du brauchst Material und zwar ein Stück Designerpapier. Ich habe es zugeschnitten in 12×30 cm. Also würdest du locker 2 solche Boxen aus einem großen Bogen Designerpapier bekommen. Jo, du kannst die natürlich in den Maßen wieder abwandeln in alle Richtungen. Es ist auch eine ganz einfache Technik und du wirst gleich sehen, so nach dem Motto, warum zeigt sie das überhaupt? Das ist ja ein Selbstläufer. Okay, ich lege die lange Seite ein und falze mal eben in der Mitte bei 15 cm und lege jetzt die kurze Seite an und brauche eine Markierung bei 6 cm und vorhin hat es funktioniert. Mal einen spitzen Bleistift genommen und hier auf dieser Seite bei 6 cm und da auf der anderen Seite bei 6 cm eine Markierung gemacht. Das ist die Hälfte von der Seite, was du also in einer anderen Größe konstruieren möchtest. Jetzt der Einfachheit halber falte ich das und lege es jetzt hier ein. Du kannst es natürlich auch wunderbar mit deinem Falzbein ziehen und mit dem Lineal. Ich mache das jetzt mal so rum, da sehe ich das gut. Ich brauche eine Diagonale von der 6 cm Markierung bis zur Halbierung. Ja, unten also genau die Spitze. Jetzt habe ich es ja zusammengefaltet und oben das Stück nochmal nachrütteln und einlegen. Es hat eigentlich schon beides durchgefalzt und das probieren wir jetzt einfach nachzufalzen. Da ist diese Seite natürlich nicht ganz so stark gefalzt, aber das geht so. Du weißt ja, ich will es wieder so rationell wie möglich machen. Und das kriegen wir auch hin. Wir falzen also die Falzlinien nach. Wir müssen sie nur richtig erwischen. Da sind sie. Und dann haben wir so ein spitzes Viereck. Ja, auch ein schöner Begriff. Spitzes Viereck. So, okay. Und du wirst es nicht glauben, das ist es schon. Ich drücke das hier oben zusammen und werde das mit einem Bändchen verschließen und du hast eine super Box. Ja, und das war's also schon. Jetzt hier nochmal alle Falzlinien genau nach. Das passt. Und hier auch. Das passt auch. Und jetzt drücken wir es zusammen. Jetzt brauchst du entweder eine Lochzange war der Begriff, genau. Oder du markierst dir es und stichst mit Nadeln. Ich mache das jetzt auch wieder ganz einfach. Ich biege das hinten auf. Du könntest natürlich viel anmessen. Ich nehme meine Lochzange, die ich hier habe, und setze mir mittig ein Loch durch beide durch. Merke mir das in etwa und mache das auf der anderen Seite genauso. So, schön festhalten, hier mittig aufsetzen und lochen. Und jetzt kommt meine Häkelnadel zum Einsatz und ein Bändchen. Da habe ich hier so ein ganz schickes Schmucki-Bändchen aus dem neuen Mini-Katalog. Und das fehle ich hier mal durch. Auf dieser Seite. Ja, geht natürlich hiermit nicht. War ein kleiner Test, ob du es merkst. Nehme ich meine Häkelnadel und ziehe das mal hier. Selbst das Dicke geht da super durch. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Durch so rum. Beide Seiten gleich legen. Beide Seiten nach oben sind von dieser Seite. Jetzt
oder schlecht formuliert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So, das Bändchen sitzt. Gefüllt haben wir es natürlich. Ein Schleifchen, entweder mittig oder hier auf eine Seite ziehen. Ich ziehe das mal auf eine Seite. Ja, und dann ist diese Box fertig. Wir hatten ja so ein bisschen uns mal ausgetauscht und ihr wollt auch gern raffinierte Boxen sehen, aber einige auch einfache Boxen. Und ich denke, ich versuche einfach eine gute Mischung hinzukriegen. Dieses hier ist praktisch eine ganz einfache Box. Ja, davon sind natürlich schnell 24 Teile gemacht und da fiel mir jetzt beim Legen ein, bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte fast hinkommen, dass hier 24 Teile im Kreis zusammengelegt werden. Wäre ja mal eine Überlegung. Könnten wir jetzt wieder mathematisch ausrechnen. Bin ich aber, glaube ich, nicht der Richtige. Zumindest nicht aus dem Stand. Aber ich wollte dir noch schnell als Variante zeigen. Also hier haben wir ja die 30 cm genommen. Du könntest natürlich auch in Inch dann die 30,5 lassen bei 12 Inch. Und 12 cm in der Breite. Hier habe ich die gleiche Schachtel mal gemacht, damit du siehst, was der Unterschied ist. Das ist 12 cm und das ist die Breite von 15 cm. Ja, so wäre das zu variieren. Auch die kann man irgendwie aneinander legen, aber natürlich nicht so witzig wie all diese gleichen hier. Jo, das war schon meine Anleitung für heute und die Dekoration für oben auf, die Zahlen und das Bling Bling und hast du nicht gesehen, das wollte ich alles am Ende zeigen, damit dann meine ganzen Boxen zusammenpassen. Jo, das war's soweit. Ich hoffe, dir hat meine Anleitung gefallen, dann gib mir gern einen Daumen hoch. Weitere Anleitungen zu meinen Adventskalendern verlinke ich hier und am Ende des Videos geht es natürlich auch weiter mit weiteren Anleitungen von mir. Gib mir doch mal gern ein Feedback, ob das für dich so okay ist, ob du noch was anderes sehen möchtest oder ob du langsam schon von Schachteln genug hast. Vielleicht bringe ich dann mal wieder eine Karte oder eine Verpackung zwischendurch in einer anderen Form und nicht für einen Adventskalender oder ein Mini-Album. Ja, schreib mir das doch einfach, interessiert mich. Ich wünsche dir kreative Zeiten, bis zum nächsten Mal und ich denke, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.